Gerade in Bullenmärkten wird es zunehmend schwieriger, günstige Hebelpositionen aufzubauen, um seine Kursgewinne zu maximieren. Hierfür sind CDP-Protokolle in der Regel am besten geeignet, wenn sie denn auch stabil konzipiert sind. Ein Protokoll mit einer sehr guten Nutzbarkeit stellen wir euch heute vor und auch für die konservativen Investoren ist was mit dabei. Bleibt also auf alle Fälle dran. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wer seine gehebelten Kursgewinne gerade im aktuellen Bullenmarkt nicht durch horrende Kosten auffressen lassen möchte, der muss nach Alternativen Ausschau halten und muss sich definitiv intelligenter verhalten als die Masse. Für uns sind Optionen für diese Aufgabe allererste Wahl, denn sie bieten mannigfaltigen Spielraum und Möglichkeiten. Allerdings sind Optionen auch nicht ganz so einfach zu erlernen und zu managen und von daher für Anfänger eher suboptimal. Wesentlich einfacher sind sogenannte kollateralisierte Schuldpositionen zu managen, auch abgekürzt CDP-Protokolle. Einige hiervon haben wir schon in den vergangenen Wochen vorgestellt. Auch ist es nicht gerade einfach, ein Protokoll zu finden, das nicht auf Ethereum läuft, denn hier sind die Transaktionskosten relativ hoch und können gerade bei kleineren Positionen ganz stark ins Gewicht fallen und eine Strategie sogar obsolet machen. Wir haben trotzdem eins für euch gefunden, wo wir relativ günstig auf Layer 2 Blockchains unterwegs sind. Bevor wir ins Thema reinstarten, noch eine kurze Bitte. Wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche diesen kostenlosen Mehrwert von euch mitbekommt, das euch hoffentlich dabei hilft, wesentlich intelligenter im Crypto-Space zu agieren, dann hinterlasst gerne einen Daumen hoch. Das wird uns dabei helfen, dass der YouTube-Algorithmus uns eine größere Beachtung schenkt und unsere Videos eine größere Verbreitung finden. Denkt auch daran, fleißig zu kommentieren, denn das hilft ebenfalls dabei mit. Jetzt aber genug gequasselt und wir starten mit dem eigentlichen Thema. Wir werden uns heute das Protokoll Angle etwas näher zusammen angucken. Wir starten mal mit dem Überblick auf DeFi Lama. Wie ihr hier seht, existiert Angle schon seit 2021. Ende 2021 im November hat das Protokoll seinen operativen Betrieb aufgenommen. Momentan sind etwa knappe 32 Millionen US-Dollar im Total Value locked. Es sind auch ganz viele verschiedene Blockchains unterstützt, wie wir hier sehen. Zum einen natürlich das Ethereum Mainnet, aber auch Arbitrum, Polygon, Optimism und so weiter und so fort. Angle war zwar vom Euler Finance Exploit betroffen, allerdings nur einem sehr geringen Ausmaß. Wie ihr hier seht, da wurde nur ein geringer Betrag hier in Mitleidenschaft gezogen und das Protokoll hat hier darunter nahezu nicht zu leiden gehabt. In der Zwischenzeit wurden auch schon 3 Audits durchgeführt, 2 von Chain Security und 1 von Sigma Prime, welche grundsolide sind und die Sicherheit geben, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hier auch in Zukunft nichts mehr anbrennen sollte, wobei wir niemals das Smart Contract Risiko komplett ausschalten können. Das sollte jedem klar sein. Die Applikation rund um Angle kann auf 2 verschiedene Arten genutzt werden. Es gibt einen etwas konservativeren Ansatz, wo wir mit Stablecoins romanzieren. Auf der anderen Seite gibt es einen offensiveren Einsatz und eine offensivere Verwendungsmöglichkeit. Alle beiden werden wir heute miteinander durchsprechen. Wir starten mit dem konservativeren. Wie ich ja schon erwähnt hatte, handelt es sich bei Angle um ein sogenanntes CDP-Protokoll, also um ein Protokoll, das kollateralisierte Schuldpositionen erzeugt. Das bedeutet, dass in der Regel Stablecoins erzeugt werden, die mit Hilfe von werthaltigen Kryptowährungen, Ethereum, Bitcoin und Co. kollateralisiert, also hinterdeckt werden. Dieses Protokoll beherbergt in der Zwischenzeit 2 verschiedene Stablecoins, einmal den sogenannten Eura und einmal den sogenannten USDA. Das ist also ein Euro-gepackter und ein US-Dollar-gepackter Stablecoin von Angle im Umlauf, die mit verschiedenen Kryptowährungen besichert werden. Wir haben hier einmal den USDA, der ein reiner Ether besicherter Stablecoin ist, und der Eura ist ein sogenannter Multi-Collateral-Backed Stablecoin. Der wird also zum einen mit Bitcoin und Ether und Liquid Staking Derivaten von Ether kollateralisiert, aber auch mit anderen Stablecoins. Die Stablecoins können entweder durch diesen Vorgang
durch die Hinterlegung von anderen Kryptowährungen gemintet, also neu erzeugt werden, aber auch am freien Markt gekauft werden. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Stablecoin auf mehrere Möglichkeiten zu verwenden. Auf die zweite Möglichkeit kommen wir später noch drauf. Die erste und relativ konservative Möglichkeit ist, die USDA oder die Eura als Reserve im Protokoll zu hinterlegen, damit also die Sicherheit des Protokolls gewährleistet wird. Und ihr könnt durch die Hinterlegung dieser Stablecoins im Protokoll an den Gewinnen des gleichen Protokolls beteiligt werden, weil im nächsten Schritt, also in der Verwendung der anderen Funktionen des Protokolls, Gebühren und Zinsen fällig werden, die wiederum den Stablecoin-Halter zugute fließen, die diese in Staking bei Angle hineingeben. Ihr habt hier die Möglichkeit, einmal den USDA ins Staking, also als Reserve zu hinterlegen. Ihr bekommt hier momentan 17% Rendite pro Jahr. Die letzten 60 Tage war der Durchschnitt bei 11,75, die letzten 30 Tage bei 16,5 und somit ist es meines Erachtens eine sehr lukrative Möglichkeit, mit Stablecoins Renditen zu erzielen. Der Eura sieht ähnlich aus, da bekommt ihr ebenfalls echte Renditen in Form von Stablecoins als Renditen gut geschrieben und da sind wir momentan bei etwa 6,8% die letzten 30 Tage bzw. 4,8% die letzten 60 Tage. Natürlich könnt ihr aber auch die Stablecoins anderweitig verwenden, indem ihr sie hier ins Farming reingebt. Das sind hauptsächlich Stablecoins-Farmen mit dabei, sodass ihr zum Teil sogar über 25% pro Jahr im Stablecoin-Mining erzielen könnt. Jetzt kommen wir zur Möglichkeit, Angle zu nutzen, indem wir etwas offensivere Verwendungszwecke haben. Wir können hier nämlich Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether hebeln, somit also gehebelte Kursgewinne mit unseren Kryptowährungen erzielen. Wie ihr hier seht, gibt es verschiedene Möglichkeiten auf verschiedenen Blockchains, dies auch zu tun. Von daher sollte für jeden etwas mit dabei sein. Wir werden uns hier einfach mal Ethereum angucken. Hier habt ihr eben die Möglichkeit, verschiedene Kollateraltypen zu hinterlegen. Zum einen Stablecoins, aber auch, wie schon gesagt, Bitcoin, Ether oder andere Ether Liquid Staking Derivate. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier einfach mal Bitcoin zum Beispiel hernehmen, auch direkt einen Hebel aufzubauen. Der klassische CDP-Mechanismus beim Hebeln von Kryptowährungen sieht eigentlich folgendermaßen aus. Ihr hinterlegt zum Beispiel Bitcoin, mintet für den Gegenwert von Bitcoin den Stablecoin, in diesem Fall den Eura, heraus und verkauft dann den Eura wiederum am freien Markt für Bitcoin und tut die Bitcoin wiederum ins Kollateral mit rein. Das hat den großen Vorteil, dass einmal euer Liquidationspreis reduziert wird, weil jetzt euer Kollateral einen höheren Wert im Vergleich zu eurem aufgenommenen Kredit hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ihr mit diesem Mechanismus Long, also ein größeres Long Exposure auf den Bitcoin aufgebaut habt und somit eben für einen gewissen Hebel höhere Kursgewinne mitnehmen könnt. Aber Achtung, dieser Mechanismus geht natürlich nicht nur in die eine Richtung, sondern geht auch in die andere Richtung. Das heißt, Kursverluste wirken sich ebenso gehebelt aus wie Kursgewinne. Was hier bei Angle ganz besonders erwähnenswert ist und was große Vorteile verkörpern, sind die folgende. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, ganz klassisch hier einen Mint zu erzeugen, sondern auch direkt ein Leverage, also eine Hebelung durchzuführen. Das heißt, das Protokoll nimmt die ganzen Zwischenschritte, die ich vor einer Minute euch erklärt habe, also sprich Kollateral hinterlegen, rausminten, am freien Markt verkaufen und wieder hinterlegen, nimmt diese 4 Schritte alle vollautomatisch vor, indem ihr einfach nur über die Funktion Leverage dem Protokoll sagt, wie hoch der zusätzliche Hebel aussehen soll. Ihr könnt ja also sagen, dass ihr einen Hebel von 125% haben wollt, von 150% und so weiter und so fort. Der maximale Hebel dürfte momentan etwa bei 1,8 liegen. Und von daher könnt ihr hier vollautomatisch, ohne irgendwelche zusätzlichen Aktionen durchführen zu müssen, hier einen Hebel in Bitcoin und Ether aufbauen. Was ebenfalls sehr, sehr nützlich ist, ist der Umstand, dass hier in dieser Informationsbox während dem Aufbau der Position, aber auch natürlich danach, der Liquidationspreis angeguckt wird. Das heißt, ab welchem Preis diese Position aufgelöst wird, weil nicht mehr genügend Sicherheitenwert für die Aufrechterhaltung dieser Position hinterlegt wurde. Ein weiterer wahnsinniger Vorteil ist der Umstand, dass es hier an sich keine Gebühren gibt, sondern nur einen Zinssatz, der fix ist. Und hier sind wir momentan bei 4% pro Jahr. Wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dass bei verschiedenen Lending-Protokollen, größeren Lending-Protokollen wie zum Beispiel Aave, hier Zinssätze, vor allem in relativ turbulenten Marktzeiten, wo die Protokolle gut genutzt werden, von zum Teil 30, 40, 50% pro Jahr existieren, also langfristig in einem Aufwärtsmarkt wahrscheinlich wesentlich höhere Zinssätze zu bezahlen sind als 4%, dann stellt Angle definitiv eine schöne und kostengünstige Möglichkeit dar, seine Bitcoin- und Ether-Positionen einfach und effizient zu hebeln. Zu guter Letzt stellen wir noch zusammen fest, dass Angle eine wesentlich günstigere Möglichkeit fürs Hebeln von Positionen bietet als klassische Lending-Protokolle, erst recht als über Futures Trading Protokolle, denn hier sind mitunter die Zinsen, die man für
die Hebelposition berappen muss, am höchsten. Der Vorgang für das Hebeln auf Enkel ist extrem simpel und einfach durchzuführen und von daher auch für absolute Anfänger geeignet. Das Protokoll ist meines Erachtens sehr, sehr stabil und hat einige intelligente Sicherungsmechanismen, die in der Vergangenheit auch sehr gut gegriffen haben und die auch in der Zukunft dabei mithelfen sollten, das Protokoll stabil zu halten. Im Treasury sind knapp 6 Millionen US-Dollar an Gegenwert als Sicherheit hinterlegt. Das heißt, dem Protokoll geht es gut, es ist finanziell gesund aufgestellt und von daher bietet das definitiv einen weiteren Sicherheitsaspekt. Man könnte auch natürlich noch einmal zu guter Letzt erwähnen, dass die Audits auch einen ordentlichen Sicherheitsaspekt darstellen. Auch für konservative Kryptoinvestoren gibt es hier die Möglichkeit, über die Stablecoins interessante zweistellige Jahresrenditen zu erzielen und von daher sollte hier jeder Investor bedient werden können. Das soll es an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Es würde mich freuen, wenn euch dieser kostenlose Mehrwert weitergeholfen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.